Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute befinden wir uns wieder auf meinem Main. Und ja, ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel gesehen. Ich werde heute Poseidon ein bisschen kitzeln, ein bisschen probieren, ob er liegt. Ich weiß, ich hatte in den letzten Videos immer gesagt, ich will ihn mir aufheben, ich will ihn für die Free Tries haben und ich werde ihn schon früh genug legen und möchte mir den Content da nicht selbst vorwegnehmen. Ja, das stimmt auch, das ist auch richtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fände ich es aber irgendwie cooler, und das fand ich schon immer auch bei vergangenen Dungeons, fand ich es immer cooler, die live im Video zu besiegen. Das, also wenn das immer klappt, weil dann hat man ja gleich so, ne, dann hat man gleich, ja, das live so im Video festgehalten. Und wenn ich jetzt nun warte, bis er hier irgendwann mal im Free Try liegt, ja, dann kann ich euch hier per Post den Kampf im Nachhinein zeigen, so. Ja, kann ich machen. Ist vielleicht auch cool, nur auf der einen Seite, wisst ihr denn schon, wie es ausgegangen ist? Dann hätte ich euch schon vorher gespoilert, dann seht ihr ja schon, aha, ja, hab ihn besiegt, steht dann halt auch im Titel so, ne? Und ja, deswegen finde ich es ganz spannend, das mal dann auch so zu machen. Und deswegen habe ich mir selbst das Limit gesetzt, 100 Tries. Wir haben letztes Mal auf W50 einen Gegner gehabt mit selber Prozentchance 0,4, 0,5%. Und der ist binnen 200 Tries etwa, ist der gelegen so. Und ja, Poseidon könnte klappen, dass wir ein bisschen mehr Glück haben. Könnte sein, dass wir in 100 Versuchen ihn nicht besiegen, dann ist das so. Aber das ist mein Limit für das Video hier. Wenn es so ist, dann ist es so. Wenn es nicht, ja, dann mache ich halt eben weiter meine Free Tries. Entschuldigung, Frosch im Hals wieder hier, wie Franzosen. Ja, deswegen habe ich heute auch meine Pilze eingeblendet, das ist kein Problem. Und für alle Leute, die auch immer fragen, weil kommt gefühlt unter jedem Video, warum verdeckst du deine Pilze und so. Im Prinzip kann ich meine Pilze so zeigen, das ist kein Problem, das könnte ich euch jeden Tag zeigen. Es geht halt nur eben darum, um die Menge, dass halt eben ja, so gut wie möglich nicht darzustellen, was man halt eben als Creator so bekommt. Und darum geht es eigentlich so. Ne? Das ist das ganze Thema. Und deswegen fangen wir heute mal an. Deswegen gehen wir runter von 1500 auf 1400 Pilze. Die ersten 5 Pilze, bis wir 1,5 haben, die gucken wir mal, was bei Fidget so geht. Einfach mal schauen, wie weit der so, der hat 0%, also da haben wir gar keine Chance, den zu besiegen. Dafür sehen die Versuche aber schon sehr schmackhaft aus, muss ich sagen. Und ja, ich bin gespannt, was nach einem Leggy Dungeon so geht. Ich denke mal nicht viel, aber ja, mal gucken. So, auf jeden Fall bei Poseidon sieht es um einiges besser aus und wir haben 100 Versuche, ihn hier zu besiegen, und ich bin gespannt, ob wir das live im Video hinkriegen oder nicht. Könnt ihr ja mal vorab gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, was ihr denkt, ob wir das hinkriegen oder nicht. Ich denke mal, das ist sehr realistisch, dass wir das heute schaffen in den 100 Tries. Wenn nicht, ja, dann ist das halt so, dann muss ich das akzeptieren. Aber ja, ich sag mal, dadurch, dass ich letztes Mal auf W50 wirklich eingelegt hatte, so in 200 Tries waren das circa, der genauso schwer ist wie Poseidon. Hier, denke ich mal, habe ich da einigermaßen gute Karten, dass da mal ein Versuch dabei ist, der mal wirklich reinscheppert. Und das Ding ist, wenn wir den besiegen, dann sind wir auch gleich Level up und dann haben wir gleich die Stufe 595 erreicht. Was natürlich auch schon heftig ist. Ja, da sind gute Tries dabei hier. Und dann fehlen uns ja wirklich nur noch 5 Level bis zur magischen Stufe 600. Das ist schon, ja, da bin ich auch schon sehr gehypt drauf auf den Tag, wenn es denn soweit ist. Und ja, ist natürlich schade. Ich finde es, also das Einzige, warum ich das jetzt mache, ist quasi fürs Video. Vielleicht, weil ich das ganz spannend finde, ob wir den jetzt hier in 100 Tries ja, besiegen können oder nicht. Und das dann vielleicht gleich im Video festgehalten hätten, so, ne? Ansonsten würde ich es halt nie machen. Lohnt sich für mich nicht. Auf meinem Levelstand lohnt sich das halt sowieso nicht so. Da habe ich jetzt nicht so viel von und nehme mir quasi wieder selbst einen weg. Aber auf der anderen Seite, ja, ey, wer macht nicht gerne Dungeon Tries? Oder? Wer kloppt nicht gerne mal hier in die Dungeons rein? Und am meisten Spaß macht es mir halt immer noch auf meinen Main. Das muss ich mal so sagen. So schön W50 auch ist, so viel Spaß mir auch W27 mit dem Battle Mage macht,
Das fühlt, denke ich mal, auch jeder von euch. Der Main ist halt eben der Main. So, ne? Und da freut man sich halt eben am meisten über neu errungene Achievements. Vor allen Dingen, wenn es Achievements sind im super Late-Game-Bereich nachher, wo ja wirklich jeder Dungeon-Gegner monatelang dauert, bis man den irgendwie besiegen kann. So. Und deswegen finde ich es halt umso nicer und vor allen Dingen auch umso spannender, hier eben auch die Tries zu machen. Ja, weil das halt wirklich, es ist schon wirklich was Besonderes hier auf dem alten Account, so, ne? So, wir haben noch gleich 60 Pilze zur Verfügung. Bisher noch kein bester Try dabei gewesen. Also mein bester Try gegen Poseidon war hier der hier gewesen auf 1,3 Milliarden. Das war bisher so der allerbeste, den ich bisher hatte. Mal schauen, ob sich das heute ändern wird. Ich gehe mal von aus, also ich spam hier auch jetzt nicht absichtlich durch mit der Enter-Taste und so, weil erstmal 100 Tries, ja, die hat man schnell so mal fertig so. Der könnte gut sein. Außerdem will ich mir mal anschauen, was so die Begleiter auch an Schaden machen und das siehst du halt nicht, wenn du hier die ganze Zeit durchenterst mit dem Enterhaken hier. Okay, wird aber auch nichts, leider. Dazu haben wir zu wenig Schaden am Ende gemacht. Wir haben zu wenig reingekrittet, leider. Sonst hätte das da auch das schon an der Stelle sein können. So. Wir sind gleich bei der Hälfte. Wieder auf 3 Milliarden hier. Und bisher sieht es aber noch nicht so aus, als ob Poseidon heute fallen will. Aber, wie gesagt, einzig und allein fürs Video finde ich es halt wirklich mal ganz ansehnlich, mal so ein paar Dungeon Tries zu machen hier. Ich denke mal, das wird auch immer ganz gerne mal so gesehen. Deswegen lehne ich mich da einfach mal so weit aus dem Fenster und behaupte das mal und ja, nehme jetzt hier halt eben so eine Dungeon-Folge auf. Wie lange haben wir nicht mehr so ein Dungeon-Try-Video auf dem Main gemacht hier? Ich meine, gut, dadurch, dass die Begleiter halt verbuggt waren hier auf dem Server, war das ja eigentlich ganz schlau, dass wir es nicht gemacht haben. Jetzt, wo es wieder geht, kann man es machen. Ja, allerdings, ja, waren die Dungeons, der ist auch wieder gut, waren die Dungeons so aussichtslos, das hat sich für mich überhaupt nicht gelohnt. Sehr guter Try diesmal, sehr viele Crits, aber keine High-Tier-Crits. Leider kein Crit, jetzt nochmal ein Crit. Nee, der hätte Crit sein müssen, jetzt nochmal ein richtig fetter, oh mein Gott, Alter, Digga. Ich habe gedacht, das war schon wieder und dann überleben wir nochmal die letzte Harpune hier vom Poseidon. Mit seinen Dreizack, die Dreizack-Harpune. Ja, ist am Start, okay. Ja, also, was war das denn für ein Lucky Try? Ich habe gedacht, nein, der bleibt jetzt hier nicht auf 300 Millionen Leben stehen. Das kann nicht wahr sein. Und dann haut er quasi fast gar keinen Schaden raus. Und wir überleben nochmal den letzten Hit mit 5,1 Millionen Leben. Alter, wir haben Poseidon down. Ja, und wir sind bei 1440 Pilzen. Also wir haben ganze 60 Tries in Anspruch genommen. Hat's gedauert. Und ja, Poseidon ist down. Und wir sind Stufe 595. Das schmeckt natürlich. Ja, T-5 Level nur noch. Nice. Sehr, 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 sehr cool. Da freue ich mich. Das sieht schon verdammt cool aus. Jetzt geht es langsam Richtung ja, Endspurt hier auf dem Server. Sehr cool. Alter. Den Trial gucken wir uns nochmal an. Der nächste Gegner hier, Hades, Schmades, verursacht Feuerschaden. Das wird kritisch, meine lieben Freunde. Den gucken wir uns jetzt nochmal an. In voller Gänze hier. Ja, Alter, nice, ich freue mich. Ich habe es irgendwie schon unterschwellig so ein bisschen gedacht, weil, ja, also, da waren schon gute Tries dabei und die Gewinnchancen sind eigentlich so, dass man den da relativ schnell besiegen könnte. Ich habe bisher halt wirklich nur noch nicht die Pilze in die Hand genommen, weil ich es halt irgendwo Verschwendung fand. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ey, das wäre doch super, super cool, wenn wir den im Video besiegen könnten. Das wäre doch super nice. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, 100 Pilze setze dir, könnte klappen. Und ja, dann haben wir sogar den Versuch noch live hier begutachten können. Das ist doch sehr schön. Marquardt hat fast gar keinen Schaden rausgehauen. Kunigunde muss hart gecarried haben hier. Einmal ausgewichen, zweimal ausgewichen. Hat kassiert. Die kassiert aber auch nicht viel Schaden, ne? 3-mal. Das ist nicht so viel, was die hier kassiert.
Die steckt ganz gut weg. 4-mal, 5-mal, 6-mal, 7-mal, 8-mal, okay, 9-mal, 10-mal, oha. Ja, das ist halt eben, Kunigunde muss hier rein carryen halt bei so einem Geschickgegner, ne? 10-mal jetzt schon, ne? 11-mal, 12-mal, 13, 14, 15-mal. Ja, okay, jetzt nochmal 16. Und da ist er down. Ja, hat hier sehr gute Arbeit geleistet. Also Marquardt auch gut reingeschissen. Hätte sogar noch easier sein können so. Aber jetzt nochmal der Schluss. Der war nochmal unglaublich spannend. So, der hätte ein Crit sein müssen, habe ich gedacht so. Jetzt besiege ich ihn nicht mehr. Und, oh, Bruder, also wirklich, also unser letzter Fight hier, der war ja wirklich, oh, okay, oh, gut. Der war ja wirklich mehr als knapp so. Bei dem vorletzten habe ich mir so gedacht, ja, der muss jetzt ein Crit sein, dann ist er auf 2 Milliarden gewesen. Da habe ich mir gedacht, boah, jetzt musst du einen richtig krassen 2 Milliarden Crit rausschallern, sonst wird das hier nichts in dem Try. Habe ich nicht gemacht und dann hätte ich gedacht, ich wäre down gewesen. So, jetzt so, zack. Und da habe ich gedacht, jetzt bin ich down, aber habe nochmal ganz knapp überlebt. Geiler, richtig geiler Try gewesen. So, und jetzt haben wir hier Hades. Und Hades ist auch nochmal ein Geschickgegner, aber der ist nochmal stärker. 19 Milliarden, der hat einfach 19 Milliarden Leben. Ja, ich glaube, das wird... Ja, das sieht aber vielversprechend aus hier wie Stotterer. Ich glaube, da sind wir erstmal hier am Limit. 200k und 360k. Ich gucke nochmal kurz, was hatte der? 150 und 340. Okay, das ist nochmal einiges mehr. Und wie gesagt, 2 Milliarden Leben hat Hades nochmal mehr. Also jetzt, also wir haben es heute, den Tag, wo ich das aufnehme, hier den 23.02. Ich bin gespannt, wie viele Monate es in Anspruch nehmen wird, bis ich den nächsten Dungeon hier besiegen werde. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, gebt mal so einen Tipp ab. Was glaubt ihr, wann werde ich den nächsten Gegner besiegen? Also entweder hier Fidget oder Hades, keine Ahnung. Also ich gehe mal von aus, dass vielleicht sogar Hades eher liegen könnte als Fidget. Aber momentan habe ich gegen beide keine Chancen. Das wird jetzt bestimmt Monate dauern, bis also wirklich Monate. Sehr viele Monate, bis ich einen von den beiden hier besiegt bekomme. So, also unglaublich. Ja, aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Wir freuen uns erstmal darüber, dass wir jetzt hier den nächsten Dungeon-Boss besiegt haben. Poseidon war schon lange auf der Abschussliste, hatte gut Prozente gehabt, deswegen hat mir das jetzt nicht wehgetan, ein paar Tries hier zu investieren, weil ich mir so denke, ja, der könnte jederzeit liegen so, deswegen tryen wir es einfach mal in einem Video, vielleicht haben wir Glück, wenn nicht, dann wird halt eben weiter getried so, ne, in den Free Tries, aber umso mehr freue ich mich, dass es jetzt hier live im Video geklappt hat. Das ist sehr, sehr cool und darin beschlossen auch gleich noch ein Level-Up hier, ne? Ist natürlich auch sehr, sehr nice. So, warum bin ich hier schon wieder auf Platz 4? Ja, gut, bin ich gar nicht. Also das buggt hier auch irgendwie noch öfter mal rum. Ja, also auch wenn man, so weiß ich nicht, aktualisiert irgendwie übel spät hier auch erst irgendwie. Ja, na gut, alles klar, Leute. Das soll es soweit gewesen sein. Wenn euch diese Dungeon-Episode gefallen hat, ja, und das im Ansatz irgendwie ein bisschen spannend gewesen ist, dann lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und jetzt wird es erstmal von dem Main wird es erstmal Dungeon-mäßig hier erstmal nichts weiter zu berichten geben. Jetzt ist hier wirklich Zenit, sag ich mal so, ne? Das wird jetzt sehr, sehr lange dauern und deswegen, jetzt hat er aktualisiert hier. Und deswegen, wir haben ja auch noch andere Server und ich denke mal, in naher Zukunft werden wahrscheinlich auch noch die ein oder anderen Updates reinschallern, sobald dann auch das neue Backend vielleicht da ist und so. Und deswegen, klar, werden wir unseren Main natürlich nie ganz aus den Augen verlieren. Da liegt immer noch mein Hauptfokus drauf. Ich freue mich sehr auf Stufe 600. Ich freue mich sehr hier auf dem Main richtig die Legendary Dungeons durchzugrinden und so. Das wird eine sehr coole Sache. Und deswegen, wird der auch immer Hauptbestandteil hier auf dem Kanal bleiben. Alles klar. Leute, ich verabschiede mich.
Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank fürs Aushalten bis jetzt hin und ja, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt stabil. Haut rein und bis zum nächsten Mal.